Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute wird es ein reines Werbevideo, also wer keine Werbung macht, der ist jetzt im falschen Kanal. Werbevideo, warum? Ich möchte euch jetzt kurz vor Weihnachten vorstellen, was wir so an Neuteilen oder was wir für nächstes Jahr geplant haben. Und auch auf ein paar Produkte hinweisen. Und ich denke, für jeden, der einen Zweiventiler fährt, wird es interessant. Also, reines Werbevideo, weil wir einen Haufen neue Produkte im Programm haben und jetzt kurz vor Weihnachten möchte ich euch einiges vorstellen. Unter anderem dieses Buch hier vom Andi Schwitzer, Band 7, Sand, Schlamm und knappe Zeiten. Das ist die Rallye-Geschichte von 1926 bis 2006. Es sind 416 Seiten, DIN A4 und mehr als 800 Abbildungen. Und das ist wirklich schwierig für ein Buch, die Genehmigung von Werksbildern zu bekommen. Gehört auf jeden Fall in jedes Regal, auf jedes Klo oder in die Werkstatt. Haut euch das rein, der Link ist jetzt hier oder hier. Hier ist der Link. Preise seht ihr dann, wenn ihr im Shop seid. Dann haben wir uns eine Mühe gegeben. Die Cindy, kommt mal, da haben wir das Heck her. Die Cindy aus Maxam. Naja, ganz so dick bist du noch nicht, ne? So. Hier haben wir eine HPN aus Seibersdorf. Da ist auch ein Original HPN-Heck dran mit der HPN-Nummer und der Kunde möchte eine Veränderung haben. Ich selber wollte, willst du das Heck mal zeigen? Wollte dieses Heck möglichst original lassen. War mein Auftrag. Warum? Weil es ein originales HPN-Heck ist, weil da die Nummer drin ist. Und für Modifikationen möchte ich dieses Teil nicht hernehmen. Habe dem Kunden gesagt, dass wir eine Reproduktion haben vom Basic Heck und wir passen das an. Und jetzt nutze ich halt die Gelegenheit, euch das zu zeigen. Warum hat es keine Anschlüsse dran? Johannes, weißt du das? Gewichtstuning. Genau, das ist cool. Wir liefern die Anschlüsse so mit zum Verschweißen. Und wir machen das, weil wir hier zum Beispiel zwei stehende Aufnahmen haben. Bei der GS haben wir dann eine liegende Aufnahme und bei unseren Zentralfederbeinumbauten ist es auch wieder anders, also ist auch so ähnlich. Und deshalb ist es einfacher, wir kennen das Kundenmotorrad nicht, deswegen liefern wir das so aus und dann kann sich jeder das Heck selber anpassen. Wir haben den zweiten Vorteil, ich möchte den Rahmen vom Kunden jetzt nicht verkratzen, aber wir haben es unten ein bisschen länger gelassen. Und dann kann man auch die Neigung vom Heck, siehst du das? Ja. So sind wir früher mit der DD80 rumgefahren. Das geht klar nicht. Nein, das geht auch nicht, aber so sind wir früher mit der DD80 rumgefahren, weißt du es noch? Ja. Da konnte jeder hinten durchschauen. Da kann man die Neigung vom Heck noch korrigieren. Die sind jetzt noch nicht verstärkt, die nehmen wir jetzt so als Baukastenprinzip in den Shop mit auf. Die Verstärken würde ich jetzt später dann setzen, ne? Also wenn man dann mal weiß, wo der Kofferträger alles dran ist, weil das ist jetzt nicht so lang. Ne? Ja, davon haben wir jetzt einige machen lassen. Dann kommen wir gleich zum nächsten Bauteil. Ein verlängerter Hauptständer. Hierfür muss der Originalständer noch geopfert werden. Auch für die Selbstbrutzler. Also das meiste haben wir euch schon gemacht. Die Neigung nach hinten, seht ihr, ist ein wenig hochgekrapft, dass er nicht so weit unten raussteht. Kommt so in den Shop. Das ist halt die Anfangsphase jetzt, um so Sachen zu produzieren. Wir müssen immer schauen, was kann man wo machen lassen und wie funktioniert es. Und die Aufnahmen habe ich mich noch nicht getraut hinzumachen, weil ja jeder ein bisschen die Länge variieren will. Wenn jemand mit dem Originalsammler fährt, muss er die Position so einhalten, dass er unter, das ist hier nicht dran, dass er unter den Sammler drunter kommt. Haben wir einen Originalsammler da? Nee, ne? Nee, ist wurscht. Dass er unter den Sammler drunter kommt. Und wenn so SGS2 Auspuffanlagen und so sind, ist diese Strebe nichts mehr so makulativ, wo sie liegt. Also ist nichts mehr so wichtig, wo sie liegt. Ja. So, nächstes Produkt. Einfach her mit. Das ist ja wie am Fließband heute. Ja, du wolltest weg, hast du gesagt. Was ist jetzt das? Das sind Getriebe-Einmessplatten, einmal aus Stahl, einmal aus Alu. Mein Favorit ist eigentlich mit die Stahlplatte zum Arbeiten.
Manche wollen die Alu, warum weiß ich jetzt auch nicht, was da der Vorteil ist. Könnt ihr mal drunter schreiben, wenn ihr Gewicht, oder? Ja, aber zum Reparieren ist es völlig egal. Ja, völlig egal. Also da habe ich schon gelesen, weil sich das Alu gleichmäßig ausdehnt mit dem Getriebekörper. Also ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, das wisst ihr ja da draußen. Ne? Ich habe am wenigsten davon. Wir haben es im Shop und es ist bestellbar und das ist wichtig. Dann... Ja. Das ist noch die Vorserie, Seitenständeraufnahme. Bekommen wir auch ins Programm. Saubere Sache, kann der Original-Seitenständer gefahren werden. Wann braucht man das? Seitenständer? Wann braucht man die Aufnahme? Wenn man den Seitenständer, wenn man den Seitenbügel wegmacht. Ohne Sturzbügelfackel. Hey, Johannes, der Johannes ist schon eine ganze Weile lang da, es färbt langsam ab. Ne? Also bei Montage des Seitenständers, des Original BMW Seitenständers ohne Sturzbügel, wäre das Ding wichtig. Dann haben wir hier zwei Positionen. Einmal ist es, der Ständer klappt automatisch ein und eine Position für die Feder, wenn man es umschraubt, dann bleibt der Ständer draußen stehen, ist in Deutschland nicht legal. Das müsst ihr entscheiden, wie es Da bräuchte man nämlich einen Schalter, der den Motor ausmacht. Genau, da brauchst du einen Trennschalter, wenn der Gang eingelegt ist, dass der Motor ausgeht. Deswegen überlassen wir das den Kunden. Wir haben die zwei Positionen, mitgeliefert wie der Bolzen, den habe ich jetzt, das ging jetzt heute ein wenig rasch. Der ist dann aber nachher dabei, oder? Der Bolzen ist dabei und die zwei Schrauben sind dabei. Das ist eine geile Sache, sieht sauber aus. Ja. Und jetzt langst du mir mal den Sternmotorschlüssel her. Unser neuer Sternmotorschlüssel. Im Internet steht drin, mit Bierflaschenöffner. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie es funktionieren soll. Darf es sich vermessen, oder? Definitiv. Also, nee, der hat drei Möglichkeiten zum Öffnen. Einmal. Und für die, die es gar nicht können, damit entlasse ich euch. Ich wünsche euch jetzt schon, es ist ja der Dienstag, der erste Advent ist dann schon rum. Ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Wir halten euch weiter mit Videos auf dem Laufenden. Ihr wisst, Weihnachtsgeschenke zeitig bestellen. Die Post hat jetzt die nächsten 4 Wochen wirklich richtig viel zu tun. Denkt dran an die Bücher, die wir haben, an den Flaschenöffner. Kann man auch als Meinungsverstärker nehmen. Funktioniert. Ja, also 3 in 1, fast Multitool, fast wie das Überraschungsei. Wenn euch das Video gefallen hat, liked uns, macht den Daumen hoch. Ihr könnt auch Abonnent werden in unserem Kanal. Alkoholfrei, ne? Nur dass keiner Angst kriegt. Macht die Glocke an, dann werdet ihr regelmäßig darauf hingewiesen, wenn wir ein Video online stellen. Und wenn ihr Sachen habt, die wir produzieren sollten, schreibt uns da gern was. Weißt du, was wir auch noch machen können? Was? Am Ende von dem Jahr Frage-Antwort. Alle Fragen, die man so übers Jahr, die sollen jetzt mal Fragen stellen. Am Ende des Jahres, falls der Johannes nicht wieder beim Skifahren ist, Snowboarden, Kann ich nicht. Rollerbladen, Kann ich auch nicht. Fahrradfahren oder Schneewandern, könnten wir so ein Frage-Antwort-Spiel machen. Ihr fragt unter den Videos. Ich notiere mir dir unter dem Video, ihr fragt unter dem Video. Wir notieren uns das und versuchen eure Fragen zu beantworten. Wäre das was für euch? Ja! Yippie! Dann danke ich euch fürs Video, dass ihr es angeschaut habt. Dann danke ich euch, dass ihr unser Video angeschaut habt. Dann danke ich euch. Hä? Bin ich blöd? Tank. Du tankst. Dann danke ich euch fürs Video. Danke, dass ihr dabei wart. Viel Spaß. Euer Manuel Schad von SWD Sports. Wie lange lässt denn eigentlich noch stehen im Bad? Morgen kommt er weg. Kommt der weg? Morgen früh gleich. Direkt Deswegen haben wir runter? die Bilder gemacht. Komplett runter. Echt? Dann darf ich wieder ran. Dann kratzt das nicht so. Ja. Ja.